Was ist hier los? Ich war jeden Morgen um diese Zeit im Park, aber heute fühle ich mich irgendwie unruhig. Ich habe kaum geschlafen. Seltsam, du bist sonst immer so ruhig. Hast du schlecht geträumt? Nein, aber mein Herz schlägt wie verrückt. Ich habe das Gefühl, irgendetwas Bedeutendes passiert heute. Wirklich? Du siehst blass aus. Setz dich kurz auf die Bank. Danke. Ich muss dir was erzählen. Ich habe gestern eine E-Mail bekommen. Dort stand, dass ich nächste Woche ein kurzes Referat halten soll. Vor ein paar Kollegen. Aha. Und warum macht dich das so nervös? Ich traue mich nicht, vor vielen Menschen zu sprechen. Schon in der Schule hatte ich Angst, meine Meinung laut zu sagen. So kenne ich dich ja. Du warst immer die Stille in der Klasse, aber du hattest oft sehr gute Ideen. Genau, aber ich habe nie den Mut gehabt, etwas beizutragen. Und jetzt muss ich wieder reden, diesmal vor Erwachsenen, die mehr Erfahrung haben als ich. Das ist kein Grund zur Panik. Jeder fängt einmal an. Und du bist kompetent. Ich habe trotzdem Angst, mich zu blamieren. Vielleicht vergesse ich ein wichtiges Argument. Oder ich stottere und wirke unsicher. Klar, diese Gedanken sind normal. Aber erinnere dich an unsere Schulzeit. Du warst immer sehr gut vorbereitet. Und wenn du einmal gesprochen hast, waren die Lehrer begeistert. Damals habe ich mich aber wochenlang auf ein Referat vorbereitet und trotzdem gezittert. Du brauchst mehr Selbstvertrauen. Manchmal hilft eine Veränderung der Perspektive. Perspektive? Ja. Stell dir vor, du bist eine Expertin für dein Thema. Dann hören alle gerne zu. Es ist, als würdest du eine spannende Geschichte erzählen. Klingt logisch. Aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Übung macht den Meister. Komm, lass uns gleich heute Abend anfangen. Ich weiß nicht. Vielleicht brauche ich erstmal Ruhe, bevor ich laut übe. Du versteckst dich zu oft. Glaub mir, Anna, so verlierst du nicht nur Chancen, sondern auch das Vertrauen in dich selbst. Du hast recht. Ich möchte endlich mutiger werden. Dann lass uns etwas Neues wagen. Vielleicht treffen wir uns mit ein paar Leuten und üben das Sprechen vor einer kleinen Gruppe? Das klingt verrückt. Aber in mir kribbelt es schon, wenn ich daran denke. Ein bisschen Nervosität ist normal. Sieh es als nächsten Schritt. Okay, wir probieren es. Aber ich hoffe, ich kippe nicht um vor Aufregung. Ach, mach dir keine Sorgen. Wenn du umfällst, fange ich dich auf. Danke, Lukas. Du bist echt ein guter Freund. Hallo, jemand zu Hause? Sabine, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Du wolltest doch über etwas Wichtiges reden. Hallo Sabine. Gut, dass du gekommen bist. Wir haben ein kleines Projekt. Projekt klingt spannend. Erzähl. Also, ich muss nächste Woche vor Kollegen sprechen. Und ich habe riesige Angst davor. Ach so, verstehe. Vielleicht kann ich helfen? Lukas meinte, wir könnten vor einer kleinen Gruppe üben. So möchte ich lernen, sicherer zu sprechen. Gern. Ich habe früher auch vor Fremden geredet und war total nervös. Aber mit ein paar Tipps ging es besser. Siehst du, Anna? Wir sind 2 Unterstützer. Das schaffst du.
Ich hoffe es wirklich. Aber ich kenne mich. Ich beginne zu schwitzen, meine Hände zittern. Ja, das kenne ich. Mein Tipp: Nutze deine Atmung, bevor du sprichst. Tief ein- und ausatmen. Und vorbereiten. Lukas hat das auch betont. Vorbereitung gibt Sicherheit. Stimmt. Wir könnten jetzt gleich üben. Stell dir vor, wir sind deine Kollegen. Zeig uns deine Präsentation. Ich habe leider noch nicht alles ausgearbeitet. Ich wusste nicht, dass wir so schnell anfangen. Wie wäre es, wenn du einfach dein Thema grob erklärst, damit wir sehen, wo du stehst? Okay. Also, es geht um ein neues Software-Update in meiner Firma. Ich soll die wichtigsten Funktionen erklären und unsere Kundenfragen beantworten. Klingt nach einem klaren Thema. Was ist dein Problem dabei? Naja, ich fürchte, unsere Entwickler sind viel besser informiert als ich. Und ich habe Angst, eine Frage nicht beantworten zu können. Aber du arbeitest im Kundenservice, oder? Das heißt, du kennst die Fragen der Kunden gut. Ja, das stimmt. Dann hast du doch eine wichtige Rolle. Die Entwickler kennen jede Zeile Code, aber du weißt, wie der Nutzer denkt. Das stimmt aber. Kein Aber. Vertrau dir. Du hast ein Recht, da vorn zu stehen. Ich glaube, ich bin mir noch nicht genug wert. Das kenne ich. Manchmal zweifelt man. Ich habe das gelernt. Wir müssen lernen, unsere eigenen Stärken zu sehen. Stärken, ich habe nie lange drüber nachgedacht. Schreib sie doch auf. Lass uns das jetzt machen. Gute Idee. Wo ist Papier? In der Schublade. Okay, ich versuche es mal. Sehr gut. Wir geben dir ein paar Minuten. Ich kann gut zuhören. Ich bin geduldig. Ich bin zuverlässig. Ja, das sind ein paar Punkte. Super. Schon beim Schreiben wirkst du positiver. Ehrlich? Ich fühle mich ein bisschen besser. Siehst du kleine Schritte. Schritt für Schritt zum größeren Selbstvertrauen. Danke euch. Danke an alle, dass ihr hier seid. Wir wollen Anna helfen, ihre Präsentation zu üben. Gern geschehen. Ich bin neugierig, was sie erzählen wird. Ich finde die Idee toll. Wir tun so, als wären wir bei einer echten Präsentation. Hallo, danke, dass ihr gekommen seid. Ich versuche heute, euch ein Software-Update zu erklären. Atmen, Anna, ganz ruhig. Genau. Also, das Update enthält neue Funktionen für den Kundenbereich. Zum Beispiel ein einfacheres Login und eine neue Übersicht. Warum braucht man ein neues Login-System? Das alte System hatte Sicherheitslücken. Außerdem möchten viele Kunden ein Passwort zurücksetzen können, ohne den Support anzurufen. Klingt praktisch. Und was ist mit der Übersicht? Die Übersicht. Langsam, du hast Zeit. Ja, also die Übersicht zeigt alle wichtigen Kontoinformationen auf einer Seite. Man sieht Bestellungen, Rechnungen und Daten auf einen Blick. Sehr gut erklärt. Danke. Nun, das war die Kernidee. Habt ihr Fragen? Wie reagieren Kunden auf Veränderungen? Nicht jeder mag Neues. Stimmt, viele Leute haben Angst, etwas falsch zu machen. Deshalb haben wir ausführliche Hilfeseiten erstellt. Und wie ist deine Rolle dabei? Ich bin im Support-Team.
Ich beantworte Fragen und leite Feedback an die Entwickler weiter. Klingt wichtig. Ja, manchmal fühle ich mich ein bisschen verloren, aber ich kenne die häufigsten Kundenprobleme. Das läuft doch super. Du erklärst alles verständlich. Ich bin so froh, dass es hier gerade klappt. In meinem Kopf war alles viel schlimmer. Das ist ganz normal. Vor dem ersten Schritt sehen wir oft nur schwarze Wolken. Danke für eure Geduld. Ihr macht es mir leichter, Selbstbewusstsein aufzubauen. Gern geschehen. Du musst nur daran glauben, dass du diese Präsentation schaffst. Ich werde es versuchen. Wenn ich an meinen Zweifeln festhalte, kann ich nichts lernen. Genau. Und wenn du doch mal zitterst, lächle einfach und sprich weiter. Ein Lächeln kann Wunder wirken. Danke, ihr seid großartig. Entschuldigung, aber ich habe gerade eine Nachricht für euch erhalten. Etwas Wichtiges ist passiert. Es tut mir leid, euch zu stören. Aber Anna, dein Chef hat gerade angerufen. Mein Chef? Wie weiß er, dass ich hier bin? Das weiß ich nicht. Er sagte nur, es sei dringend. Okay, ich rufe ihn zurück. Anna, alles in Ordnung? Du siehst nervös aus. Ja, ich habe Angst, dass etwas nicht stimmt. Vielleicht wurde mein Termin vorverlegt? Oder es gibt ein Problem mit deiner Arbeit. Aber warte, vielleicht ist es ja eine gute Neuigkeit. Ich hoffe es. Hallo, Herr Becker? Wie bitte? Wirklich? Aber warum so plötzlich? Ja, ich verstehe. Sie sieht sehr blass aus. Er sagt, wir müssen die Präsentation schon morgen halten, nicht nächste Woche. Das war eine Entscheidung vom Management. Morgen? Das ist ziemlich bald. Ja, sie wollen mich testen, ob ich für eine höhere Position geeignet bin. Oh, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Vielleicht, aber ich fühle mich überhaupt nicht bereit. Du hast doch heute geübt. Und du warst wirklich gut. Ja, aber vor echten Kollegen ist das anders. Du kannst es schaffen. Wir unterstützen dich. Mein Chef sagte, dass auch ein wichtiger Kunde dabei sein könnte. Und der Kunde stellt immer kritische Fragen. Klingt wie eine Prüfung. Genau, aber denke an deine Stärken. Du kennst den Kundenservice und du bist vorbereitet. Mein Herz klopft schon wie verrückt. Wir glauben an dich. Das musst du auch tun. Ich weiß. Vielleicht sollte ich noch mehr üben. Ja, aber übernimm dich nicht. Du brauchst auch Ruhe, um klar zu denken. Stimmt. Ich könnte mir später noch meine Notizen anschauen. Vielleicht kannst du mit der Atemtechnik starten. Und dann deine Punkte kurz und präzise aufschreiben. Ich will es versuchen. Aber was, wenn alles schief geht? Dann lernst du etwas daraus und wirst stärker. Scheitern gehört zum Lernen. Du hast recht. Aber bitte bleibt morgen in meiner Nähe. Ich brauche jedes bisschen Mut. Klar, wir werden an dich denken und dir feste die Daumen drücken. Und wenn es dir hilft, kannst du uns später anrufen. Danke. Ihr seid wirklich die besten Freunde. Alles geklärt? Ich muss jetzt abschließen. Ja, danke. Wir sind gleich weg. Weißt du was, Anna? Ich habe da ein komisches Gefühl. Irgendetwas sagt mir, dass morgen nicht nur eine einfache Präsentation stattfindet. Was meinst du?
Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, es steckt mehr dahinter. Meinst du, die Firma plant größere Veränderungen? Vielleicht. Mein Chef klang sehr ernst. Ich wette, da ist ein neuer Plan im Spiel. Er hat nur Angst, es zu früh zu verraten. Hoffentlich erfahre ich morgen mehr. Bitte sag uns sofort Bescheid, wenn du etwas Neues weißt. Mache ich. Aber jetzt fühle ich mich noch nervöser. Sei stark. Morgen kann eine Chance für dich werden. Ja, ich versuche es. Trotzdem, was, wenn sie mich beurteilen und für ungeeignet halten? Dann haben sie dich unterschätzt. Du bist besser, als du denkst. Danke. Ich will es glauben. Ich will endlich zeigen, dass ich nicht mehr dieselbe ängstliche Anna bin wie früher. Und wenn wirklich etwas Großes passiert, stehst du mittendrin. Vielleicht wird das ein Wendepunkt in deinem Leben. Ein Wendepunkt, du hast recht. Also auf in den Kampf? Genau. Ich mache das. Aber ehrlich gesagt, ich zittere jetzt schon. Wir stehen hinter dir. Morgen um 9 Uhr beginnt dein neuer Tag. Ja. Hoffentlich bin ich bereit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen die Geschichte gefallen hat, abonnieren Sie gerne meinen Kanal für mehr unterhaltsame Lerninhalte auf Deutsch. Bis zum nächsten Mal.